Herzlich willkommen, Leute, bei Konrad, dem Fahrradladen Kaiserslautern. Das ist der Lucien. Hi. Ich bin der Tobi und heute zeigen wir euch das Husqvarna Cross Tourer 2. Wie das Rad bei uns angekommen ist, ist gleich so eine kleine Diskussion entstanden. Ich habe es ausgepackt und fand es super schick. Also mir hat die Farbkombi mit dem Weiß-Bronze, Neongelb, hat mir richtig gut gefallen. Gleichzeitig kam dann aber auch gleich heftiger Gegenwind, weil scheinbar sind da die Geschmäcker doch sehr verschieden. Gab es so ein bisschen Gespräch. Also ich glaube, du fandest es auch ganz gut, ne? Ja, also ich muss sagen, ist mal was anderes als wie immer nur schwarz-weiß oder, also schwarz-weiß gibt es ja dann komplett schwarz, komplett weiß oder kombiniert oder halt dieses typische schwarz-rot oder blau, was man noch so sieht, aber so dieses, ja, was ist es, so braun, Bronze ist schon cool, ne? Ja, dunkles Bronze irgendwie so, Ja. ja. Dann halt noch dieses typisch markante, diese Akzente mit diesem Neongelb, wo an der Felge, im Laufrad ist dann hier noch so dieses typische Skeleton, nennt es ja, Interface von Husqvarna, wo halt der Motor hier dran gebaut ist mit der Skidplate hier, also dem Akku, dem Motorschutz. Ne? Ja, nee, es ist also wirklich ein progressiv, von der Optik her sportlich aussehendes Trekkingrad. Ne? So ein, oder wie man neudeutsch sagt, so ein bisschen SUV-Bike, ne? Was halt so alles so kann. Starker EP8-Motor, 85 Newtonmeter. Ja, 630 Wattstunden Akku, ne? Genau, ein komfortabler Sattel, also das Bike, ja, will alles und kann auch vieles. Ne? Ja, ich würde schon sagen, es ist ein SUV. Das fängt schon bei der Bereifung an. Fällt euch gleich auf, wir haben eine ziemlich grobstollige Bereifung, ist der Johnny Watts. Der hat einen relativ breiten Mittelsteg, das heißt, ihr könnt halt wunderbar auf dem Radweg fahren, aber mit den Seitenstollen, da werdet ihr auch im Wald und auf Schotter immer Traktion haben. Also hier wären wir auf jeden Fall mal fürs Gelände bestens ausgestattet. Auch so generell mit der Ausstattung. Also wenn wir mal vorne bleiben, fallen uns die hydraulischen Scheibenbremsen auf. Das sind hier die bewährten Shimano mit 180 mm Rotoren. 2 Kolben, aber ganz ehrlich, für den Trekking-Bereich reicht das dicke aus. Und Trails werdet ihr ehrlicherweise mit dem Rad nicht fahren. Ihr habt eine Federgabel vorne verbaut, die ist auch super komfortabel, also da werdet ihr auf Kopfsteinpflaster oder bei Bordsteinkanten, Wurzeln und dergleichen werdet ihr überhaupt keine Probleme haben. Aber es ist halt eine Stahlfedergabel, also ne, die robustere, nicht ganz so feinfühlige Version, die aber auch nicht so wartungsintensiv ist, ist halt schon so ein bisschen mehr auf Strecke ausgelegt und nicht auf grobes Gelände. Ja, der Sattel wird von Sele Royal beigesteuert. Wir haben einen schönen breiten Sattel hier, wo in der Mitte noch eine Aussparung ist, damit man hier auch ein bisschen ja, nochmal Komfort hat. Schöne Optik auch mit diesen silbernen Applikationen bzw. mit dieser Absetzung hier. Ist komplett equipped mit Blechen, einem Mix-Systemgepäckträger bis 25 Kilo. Kann hier Körbe und alles einrasten. Schöne helle Hecklampe von AXA, ne? Die Juno. Und ja, also das Rad ist in der Stadt zu Hause, auf dem Land und halt auch mal in einem Feldweg oder wie nennt man das immer so schön, diese Feld, wie heißen die nochmal? Ja, dann Landwirtschaftswege meinst du? Genau, die mal ein bisschen schlechter halt sind mit Wurzeln oder so oder wo ein bisschen gröbere Steine sind. Und ja, also wir haben hier mal noch ein bisschen geupgradet. Normal kommt das Bike halt, auf der Homepage steht zwar 9-Gang Tektro, wir hatten es jetzt mit einer Deore bekommen. Wir haben jetzt mal eine XT-Schaltung hier verbaut, XT-Schaltwerk, damit das Ganze nochmal ein bisschen performanter und knackiger ist. Ne? Genau, also wir sehen das Rad tatsächlich schon ein bisschen sportlicher, als es gleich angekommen ist. Deshalb haben wir ein XT-Upgrade gemacht, sind bei 10 Gängen. Sportlich ist definitiv der Motor, den Lucien hat es ja schon angesprochen, EP8 mit 85 Newtonmeter. Der macht richtig Spaß, also auch bei richtig starken Steigungen. Und da passt die Schaltung jetzt auch richtig gut dazu. Ja. Großes Display, das unterstreicht nochmal diesen Komfortcharakter. Ne? Ich kann das Ganze leicht ablesen. Ne? Oder was wolltest du sagen? Ich habe dich gerade. Nee, genau. Also großes Display, komfortabel abzulesen, ist tatsächlich ein Punkt. Ist oft gewünscht. Ich meine, klar, wenn ihr es ein bisschen schlichter, sportlicher haben wollt, das tauschen wir euch ja auch aus, das ist kein Problem. Ja, generell alles so ein bisschen mehr aufs bequeme Fahren ausgelegt. Also ihr habt auch einen höhenverstellbaren Vorbau hier verbaut.
Hat halt den Vorteil, dass ich mir so ein bisschen aussuchen kann, möchte ich eher eine gestrecktere Sitzposition haben oder möchte ich bequem aufrecht sitzen. Und das könnt ihr dann auch mal on the fly variieren, wenn ihr eben feststellt, okay, ich nutze es doch öfter im Alltag als auf meinen Touren und wollte es ein bisschen bequemer haben. Eine Frage, die immer wieder aufkommt und deshalb spreche ich es an, bevor wir es wieder vergessen haben: 27,5 Zoll Laufräder. Sind hier verbaut, ist im Trekkingbereich auch super beliebt. Ihr kennt das beispielsweise von Riese Müller. Da setzt man eigentlich komplett auf 27,5 Zoll. Warum eigentlich? Ja, das macht das Rad ein bisschen wendiger. Und sind wir mal ganz ehrlich, den Unterschied 27,5 zu 29er merkt man schon. Aber jetzt zu 28 und 27,5, also ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das so hart merkt. Ich sag mal so, klar, es gibt ja Leute, die haben da schon so ein Feeling für, aber es macht das Rad halt einfach ein bisschen zackiger. Ne? Und es ist halt ein komfortables, sportliches Rad. Das sieht man an der Schaltung und am Motor. Und das hier ist dann nochmal ein bisschen hier diese Einstellung, wie Tobi schon gesagt hat, und mit dem großen Display macht das Ganze nochmal zu einer Allzweckwaffe und zu einem komfortablen Reisemobil. Ne? Genau, also ich denke auch, dass mit den 27,5 Zoll hat sich vor allem deshalb durchgesetzt, weil man früher von den Trekkingrädern oder von den All-Around-Rädern, SUV-Rädern gewohnt war, dass sie mit 28 Zoll gekommen sind. Jetzt sind wir ja komplett bei den eigentlich Ballonreifen angekommen. Ja, 65 mm, 2,6, oder sind es 2,35 Inch. Also schon richtig dicke, breite Reifen. Also Nässe, trocken, Sand, alles drin mit dem Reifen. Der ist halt nicht zu weich von der Gummierung, dass er halt sich direkt nach 1000 Kilometer abrollt auf dem Asphalt oder in der Stadt im Kopfsteinpflaster. Ist aber halt auch weich genug und hat so viele Noppen, dass er halt im Wald und bei Nässe guten Grip hat. Also sehr bewährter, guter Reifen. Ne? Genau, also im SUV-Bereich mittlerweile 27,5 Zoll. Alternative wäre eigentlich nur 29 Zoll. Und da wird es dann wieder so ein bisschen ungewohnt. Das kennen wir dann eher jetzt mittlerweile im Mountainbike-Bereich. Wie gesagt, wir kommen ja hier aus dem Trekking-Bereich. 28 Zoll war etabliert, deshalb 27,5 Zoll am liebsten gewählt. Akku entnehmbar, großer 630er Akku. Oder ihr ladet das Ding einfach ganz easy hier auf. Ne? Mit dem Ladegerät 4 Ampere. Schön schnell wieder aufgeladen, wenn er komplett leer ist. 5-6 Stunden oder so. Und dann, ja, hat man ein gutes Bike, wo alles so ein bisschen abdeckt. Ne? Genau, also wir sind hier in der gehobenen Mittelklasse von der ganzen Ausstattung her. Upgrades natürlich jederzeit möglich, wenn man beispielsweise bei der Beleuchtung ein bisschen nachjustieren will oder beim Display, kein Problem. Gefederte Sattelstütze wird mir noch ganz gut gefallen, aber das gibt das Rad alles her. Da könnt ihr quasi euch selbst durchkonfigurieren. Also ich sag mal so, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will jetzt hier ein richtig krasses Trekkingrad, gibt es nur noch die Steigerung vom Rahmen her zum Fully. Aber wenn wir jetzt im Hardtail-Bereich bleiben, wären eigentlich nur noch so Sachen wie Dropper-Post, 4 Kolben und die Gabel. Und sonst ist dann eigentlich hier schon eigentlich so das Limit für den Trekkingrad-Bereich erreicht. Aber man muss das Ganze so sehen, wir sind halt, wenn man das gerade mit unseren, wir machen ja viel Riese Müller auch, da sind wir ja schon schnell mal bei 6.000, 7.000 Euro. Ist man hier in Preisregion von unter 4,5 und das deckt dann trotzdem das meiste ab, was die meisten brauchen. Ne? Muss man halt immer sich selbst so ein bisschen fragen, was brauche ich. Ne? Genau, also da auf jeden Fall wie immer gerne Probe fahren. Es wird mit Sicherheit oft das Resümee dann fallen, dass das völlig ausreicht, was ihr habt. Wir haben das Rad auch noch als komplette Easy Entry Version, also wo die Top Tube weg ist, also als Tiefeinstiegsrad. Ne? Sieht auch super sportlich aus. Komplett equipped auch mit Blechen und Lampe und Gepäckträger und ist echt schnittige Version. Also sieht cool auch aus, auch in diesem Bronzeweiß. Genau, also im Prinzip komplett selbe Optik. Denkt euch einfach die Stange weg, da habt ihr das Rad 1:1. Seht ihr auch auf der Homepage bei uns. Ja. Ansonsten, ja, wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da. Ansonsten schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das mit der Farbe halt findet. Geht die oder geht die gar nicht, ne? Genau, da gibt es nur 2 Meinungen. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.